So ziemlich jeder von euch wird einen Akkuschrauber haben, aber die meisten von euch werden damit vielleicht mal eine kleine Schraube oder ein Loch bohren. Aber heute zeigen wir dir, was ein Akkuschrauber noch alles kann. Boom. Mein Name ist Sebastian. Und ich bin der Norbert, Anwendungstechniker bei Metabo. Das hier heute ist ein absolutes Wunschvideo, denn ich habe mich vor längerer Zeit mit Norbert unterhalten und er hat gesagt, Sebastian, wir müssen uns mal diesen ganzen Kram hier mal angucken. Wir müssen mal uns anschauen, was kann ein Akkuschrauber noch. Und da habe ich gesagt, komm, dann aber nur, wenn du hier bist und mir das auch wirklich alles erklären kannst, denn ich habe keine Ahnung. Denn gerade wenn es hier an solche Dinge geht, dann denke ich mir schon, was ist denn hier eigentlich los? Was kann man damit alles machen? Denn wir werden dir heute auch mal zeigen, dass so ein Akkuschrauber mit bestimmten Vorsätzen über 300 Newtonmeter anziehen kann. Das ist der pure Wahnsinn und vor allem, was ein Akkuschrauber noch alles kann. Aber viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen, weil jetzt brauche ich dich, jetzt brauche ich den Norbert, der mir erklärt, was ist denn das hier eigentlich und vor allem, welche Geräte haben wir eigentlich? Hier haben wir den LTX-Schrauber. Du kennst es ja mittlerweile, BS18, LTX, BLI, Bohrschrauber, 18 Volt, LTX, sprich unsere Flaggschiffe, BL bürstenlos und I für Impuls. Impuls. Da kommen wir aber nachher nochmal drauf. Ja, genau, wir müssen drüber sprechen. Wir haben hier ein Standardbohrfutter, 13 mm, ohne Quicksystem, das heißt Bitbohrer hier rein und dann kann ich loslegen. Ja, kenne ich. Das kennst du. So, dann der Bruder zu dem LTX-Schrauber. Hat einen merkwürdigen Namen. Ja, Ja, GB. Hier steht GB. Was heißt könnte denn das wohl GB? sein? Wird wahrscheinlich was mit großer Bohrer heißen. Heißt Gewindebohrer. Okay. Gewindebohrer 18, LTX, BL, Q Und und das I. Das Q ist jetzt im Prinzip neu oder kommt dazu. Q steht bei uns immer irgendwas werkzeuglos wechseln. In der Regel sind das bei den Schraubern, Bohrhämmern, das Bohrfutter. ja. So, das ist schon mal der große Unterschied. Und diese Maschine hat einen ganz großen Unterschied zu den Brüdern aus der LTX-Klasse oder generell zu allen Akkuschraubern, die es auf dem Markt gibt. Und zwar hast du hier die Maschine klassisch Rechts-Links-Lauf. So, Klar. so. Wenn du hier aber umstellst, jetzt probier's nochmal selber, was die Maschine macht. Sie läuft, Immer links rum. egal wie du schalten tust, sie läuft immer links rum. Ja. Genau. Die ist kaputt. Nicht ganz, nicht ganz. Eine Funktion oder Spezialfunktion hat sie jetzt. Die Maschine läuft links. Wir haben ja gesagt, GB, Gewindebohrer. Das heißt, du kannst die Maschine anlaufen lassen, hast deinen Gewindebohrer drin und dann gehst du mit dem Gewindebohrer an dein Material und auf Kontakt schält die Maschine automatisch in die Rechtsbewegung um. Du bleibst auf dem Schalter drauf, ziehst die Maschine einfach nur zurück und die Maschine stellt automatisch wieder in den Linkslauf. Das heißt, der Gewindebohrer läuft wieder sauber raus. Das ist die besondere Funktion an dem Gerät, die on top zu dem normalen LTX-Schrauber dazukommt. Und deswegen heißt er auch GB. Ansonsten ist ja dem hier schon sehr ähnlich. Also sowohl im Aufbau, inneren Aufbau und Funktion. Im Prinzip hier bis zu dem Getriebe 1:1 genau das gleiche Gerät. Was die technischen Daten angeht, 65 Newtonmeter weicher Schraubpfahl, 125 harter Schraubpfahl, erster Gang 550 Umdrehungen und im zweiten bis 2000. Komplett identisch. Okay, wir sollten auch immer noch mal dazu sagen, für welche Funktion die wir haben, ja, wir genau den GB brauchen und wo es dann der normale BS dann genauso tun würde. Ja. Okay, aber ansonsten ist das hier das multifunktionale Allzweck-Taschenmesser, Akkubohrer, Akkuschrauber, Bohrer, was auch immer, Monster, was ihr habt. Also im Schwäbischen sagt man, es ist quasi eierlegende Wollmilchsau. Okay, das ist jetzt, glaube ich, besser ausgedrückt. Ja. Okay, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, das Ganze abzunehmen. Oh, Moment, so, ich habe schräg gezogen. Jetzt fangen wir mal ganz vorne an, hier kann ich ein Bit einsetzen. Korrekt, da ist eine Magnetplatte eingeklebt. Kann ich ein Bit hier einsetzen. Das heißt, wenn ich wirklich die kürzeste Bauform brauche, dann habe ich hier die Magnetplatte. Man muss aber auch dazu sagen, die heutigen Schrauben ab T20, T25 sind so durch den Torx, dass die Magnethaltekraft von dem Bithalter nicht auslangt. Dann habe ich hier den Bithalter, der liegt im Lieferumfang mit dabei, den setze ich hier auf. Der ist magnetisch, kann mein Bit hier einsetzen und dann kann ich auch hier schrauben. Ich spare mir ca. 250 Gramm im Vergleich zum normalen Bohrfutter. Ja. Hier bei dem normalen müsste ich den Bithalter einsetzen. Hier habe ich den Quick-Bithalter. Punkt 1. Eine Frage, gibt es den hier auch als Q-Variante, also auch als Quick? Ja, also den BS? Genau, da steht quasi zwischen B, L und I steht das Q und dann habe ich die gleiche Funktion wie hier. Okay, super.
Okay, jetzt haben wir, wenn wir den jetzt mal nehmen, ich nehme ihn mal kurz zur Seite, den haben wir. Jetzt hast du aber noch jede Menge andere Bohrfutter da. Warum und was ist das hier alles? Hier habe ich das klassische Bohrfutter, wo ich im Prinzip aufsetzen kann. Hier kann ich Bohrer, egal was eine Rundschaft hat, bis 13 mm kann ich hier einspannen. Hat der hier auch 13 mm? Hat der, aber dieses Bohrfutter hat eine Besonderheit, beziehungsweise, da kommen wir gleich dazu, Okay. die zwei Brüder sind ein bisschen anders wie das Bohrfutter. Okay. Alles, was eine Rundschaft hat, kommt hier rein. Wir haben auch hier die Besonderheit, es gibt wahlweise dann die Bohrfutter mit eingesetzten Hartmetallbacken. Ja. Das heißt, dass die Spannkraft, dass ich längere Zeit die Spannkraft habe. Weil oftmals kann das Werkzeug durchdrehen, wenn ich es nicht sauber anspanne. Viele, ich will nicht sagen, falsch immer so das falsche Wort, aber spannen das Werkzeug, das Bohrfutter nicht richtig. Viele gehen her und machen, klack, es ist fertig, ist nicht ganz. 2-, 3 Mal dieses Ratschen, jetzt ist das Werkzeug, sprich hier der Bohrer, richtig im Bohrfutter eingespannt. Und wenn ich das nicht mache, sondern quasi hier bloß dieses Klack mache, dann kann es sein, wenn der Bohrer oder das Werkzeug verkantet, dass er durchrutscht und dann habe ich hier das Problem, dass die Spannbacken abnutzen und durch die Hartmetallbacken habe ich eine längere Standzeit oder Lebensdauer. Das Ganze gibt es noch als Zahnkranzbohrfutter. Wenn ich irgendwelche Werkzeuge habe, wo ich richtig anknallen muss oder sowas, habe ich hier die Option, dass ich hier das Ganze richtig fest anziehen kann. Dazu den Schlüssel dazu. Ja. Heutzutage gibt es kaum noch Zahnkranzbohrfutter. Alles in Schnellspannbohrfutter. Absolut, ja, absolut. Aber ich kriege, wenn ich es richtig spanne, über alle 3 Löcher, kriege ich keine Haltekraft so hin wie mit dem Schnellspannbohrfutter. Das ist Fakt. Selten eingesetzt, aber es gibt es dazu. Also es gibt noch jemand, der es so fest einspannen muss, dass das seine Berechtigung hat. Reibaale, um Löcher aufzuweiten oder sowas, da nehmen Sie noch gern Zahnkranzbohrfutter, weil da viel Kraft drauf kommt und da nehmen Sie sagen, komm, wenn du die Option hast, dann hätte ich gerne das Zahnkranzbohrfutter. Das kann ich richtig anknallen. Eine Frage, wenn ich jetzt dieses Gerät an sich kaufe, was ist im Lieferumfang mit dabei? Im Lieferumfang ist dabei klassisch der Gürtelclip, dann gibt es hier wie bei dem Schrauber einen Magnethalter, wo ich 2 Bits einsetzen kann. Dann habe ich einmal den Bithalter und diese 2 speziellen Bohrfutter. Okay. Da kommen wir jetzt dazu drauf. Und zwar hat die Maschine ja GB Gewindebohrer und ein Gewindebohrer, ich nehme mal hier einen M5, hat ja in der Regel diesen Vierkant hinten. Ja. So. Und wenn du jetzt hier in das Bohrfutter reinschaust, ich zeige es dir erst einmal, was fällt dir da auf? Ah ja. Da hinten ist eine Aufnahme genau dafür. Ein Vierkant, der läuft konisch zu. Das heißt, ich habe hier keinen Kraftschluss, wo ich zudrehen muss, sondern ich habe einen Formschluss. Ich setze den Gewindebohrer hier ein und der hat hier den Formschluss. Und Natürlich muss ich jetzt noch zudrehen. Ich zentriere ihn im Prinzip nur, aber die Kraftübertragung erfolgt über den Formschluss. Dieses kleine Bohrfutter oder das Futter geht von M4 bis M6 Ah ja. und das große dann bis M12. M6 bis M12 läuft der konisch zu, Okay. der Vierkant. Und so habe ich zu 100% gewährleistet über den Formschluss, dass dieser Gewindebohrer nicht durchrutscht. Das heißt also, die 3 sind dabei Genau, das ist der Lieferumfang. und das wäre dann Zubehör, was man kauft. Optionales Zubehör, wenn ich sagen kann, okay, ich möchte meinen Senker einspannen oder ich möchte meinen Bohrer haben und ich möchte es nicht jedes Mal hier, ich kann irgendeinen Bohrer, ich kann den Bohrer hier nehmen, kann ihn natürlich, Stimmt, ganz wichtig. kann ihn sauber einspannen, bei beiden, aber dann habe ich immer die Drehen auf zu. Bei der großen CNC-Maschine gehe ich einfach her, mache es runter, setze das Ganze hier auf und fertig. Ja, Das ist logisch. alles viel schneller, viel bequemer. Ja. Aber das als optionales Zubehör dann. Lass uns mal über das Gerät an sich sprechen. Also was kann das Gerät selber? Ja? Wenn wir jetzt mal einfach uns das anschauen, wir haben hier 2 Gänge, erster Gang, zweiter Gang. Ja? Wenn wir jetzt hier schauen, haben wir ganz normalen Trigger. Weiter unten haben wir aber andere Funktionen. Ich habe hier erstmal Bohren. Ich habe jetzt 10 Drehmomenteinstellungen. Genau. Ja, beziehungsweise noch einige Zwischenstufen, glaube ich. Ja? Und ich habe aber auch noch eine Stufe, die heißt, ich sag mal, die heißt Kreis scheinbar. Ja? Das ist ein Kreis. Unterbrochener Kreis. Unterbrochener Kreis, genau. Genau, was ist das? Und zwar haben die Geräte, dieses I nennt sich bei uns Impuls. Und zwar hört sich das oder fühlt sich das so an. Ich nehme mal das Bohrfutter drauf, dann sieht man es besser. Und zwar hat die Maschine Aussetzer. Du wirst jetzt sagen, okay, die ist kaputt. Die hat einen Macken. Nein, hat sie nicht. Und zwar werden wir das nachher ausprobieren. Wenn du jetzt eine Metalloberfläche hast oder sogar ein Rohr und möchtest anbohren, verläuft dir der Bohrer. Du musst zwingend ankörnen. Zack, Richtig. so. Genau. Jetzt bist du auf der Baustelle, kein Körner dabei, was mache ich?
breche mir einen ab, Ja. muss Kraft aufwenden, es funktioniert in der Regel nicht oder es verrutscht. Ich verkratze mir gleich auch die Oberfläche, weil der Bohrer davon läuft. Ja, klar, So. kenne ich. Genau. Und durch diese Impulsfunktion kann ich sauber ansetzen und durch diese Unterbrechungen hat die Bohrschneide die Möglichkeit, ins Material einzudringen und ich kann anbohren ohne Ankörnern. Ja, okay. Das probieren wir auch gleich mal aus, ob das wirklich funktioniert. Das ist eine super häufige Frage unter unseren Videos. Was soll denn dieses Impuls? Ja, wozu ist das eigentlich da? Aber okay, jetzt haben wir es ein für alle Mal erklärt. Es gibt nochmal eine. Oh, okay. Nochmal was. Und zwar im Metallbereich zum Anbohren. Aber jetzt hast du einen Schraubenkopf. Du kommst irgendwo schlecht hin und der Bit rutscht durch. Der Ja. Schraubenkopf ist im Prinzip vermackt. Ja? Die Schraube muss aber trotzdem rein oder raus. Was machst du dann? Hast du ein Problem. Ja, kein Problem. Durch diese Unterbrechungen hat der Bit auch die Möglichkeit anzufassen, zu packen und so habe ich die Chance, dass die Schraube vollends versenken kann oder ich kriege sie raus. Ja, verstehe. Dass du halt nicht so schnell den Kontakt verlierst, dass du durchnuddelt oder so. Genau. Ja, okay. Weil du hast nie, ich habe zwar hier einen Gasgebeschalter, aber selbst du absolut. hast das Gefühl nicht im Finger. Klar. Auch ich nicht. Auch du das nicht? Stimmt. Und daher macht es die Maschine automatisch und so hat der Bit die Möglichkeit zu packen, rein oder raus zu drehen. Und dann das Letzte, was die Maschine hat, sie hat ca. 10% mehr Drehmoment. Das ist ja wie so ein Schlagschraubermodus. Das heißt, wenn du jetzt eine Schraube hast und der Schraubenkopf guckt so raus, dann kann ich sie mit dem Impulsbetrieb vollends reinwirken. Okay. Das ist auch noch so eine Funktion. Also wenn es so gar nicht mehr anders geht, könnte ich das dann auch noch da Genau, machen. so. Ah, okay. Aber in der Regel anbohren, beziehungsweise wenn der Schraubenkopf ausgenudelt ist. Du hast jetzt aber gesagt, Drehmoment. Wie viel Kraft hat das Gerät? Das Gerät hat 65 Newtonmeter im weichen Schraubfall und 125 im harten Schraubfall. Und ich habe die ganze Zeit gesehen, du hast einen sehr merkwürdigen Akku hier unten drunter. Das irgendwas hier, also das ist das jetzt ein Metabo-Gerät oder ist es ein anderes Gerät? Es ist ein Metabo-Gerät und es ist auch ein Metabo-Akkupack. Allerdings steht hier Trumpf drauf und CAS. Für die es nicht kennen, CAS ist das Cordless Alliance-System. Wir haben vor ca. 8 Jahren eine Allianz einberufen, wo verschiedene Hersteller auf eine Plattform gehen. Die bekanntesten sind Trumpf im Metallbereich oder Muffel im Holzbereich. Mittlerweile sind es 50 Hersteller mit knapp 500 Geräten, die in dem CAS dabei sind. Aber damit du jetzt nicht vollends verwirrt bist, nehmen wir den Akku raus, das ist ein 4 Ampere Lithium HD und nehmen den Original Metabo rein, aber du siehst 1:1 Klar. der gleiche Akkupack, Und so. nur dass er im Prinzip andere Farbgebung hat. Aber hier wichtig ist das CAS, auch hier steht es mal drauf, Cordless Alliance System. Ich hatte vor kurzem einen Kommentar von jemandem, der CAS-Akkus von einem anderen Hersteller hatte. Also natürlich von euch, aber da stand was anderes drauf. Ja. Und der hat von euch nochmal komplett Metabo-Akkus gekauft. Ist zwar schön für euch, Ja, aber er hat sich danke. dann richtig geärgert, weil er hatte das überhaupt nicht so auf dem Schirm. Ah ja, stimmt, das kann ich ja. Und dann war der Kommentar dann so lang, hat sich wirklich über sich selbst geärgert. Also das will ich nochmal als Hinweis. Ja. CAS ist komplett kompatibel über alle Geräte, sodass ihr dann auch das nutzen könnt, wo ihr es braucht. Genau. Ja. Okay, jetzt ist die Frage, was haben wir hier eigentlich noch liegen? Ja. Wir haben einen etwas größeren Bohrer, einen Schlangenbohrer. Da wollte ich probierst du nachher selber aus, dass du nicht nur quasi hier kleine 3er, 4 mm oder im 4 Gewinde schneiden kannst oder bohren kannst, sondern auch hier, dass die Maschine richtig Dampf hat, Kraft hat, dass du solche Sachen machen kannst. Wir sind jetzt mal ganz transparent, habe ich schon gemacht, habe ich auch schon ausprobiert. Wir blenden euch das mal ein. Ich war wirklich erstaunt, wie leicht das Ganze ging. Ja. Also er hat das ganz souverän einfach durchgezogen, nicht gezuckt, nicht gezappt, einfach durch. Ganz schwierig wird es ja immer am Austritt unten, weil genau da verhakt sich so ein Gerät dann gerne, wenn er nicht genügend Kraft hat. Aber es war gar kein Thema. Einfach durch und fertig. Also ihr seht, auch hier so ein amtlicher Schlangenbohrer ist, glaube ich, 4 cm Durchmesser, also 40 mm mal 400 wahrscheinlich. 400, ja, einfach durch. Du hast gerade gesagt, wenn der Bohrer aus dem Material austritt, verhaken. Die Maschine hat auch einen Sensor drin. Das heißt, sollte das Werkzeug verhaken, Ah ja. hast du quasi die Schutzfunktion. Das wollte ich nochmal mit einbringen. Dass die Maschine einmal ein optisches bzw. akustisches Signal, dass du als Anwender hier geschützt bist. Ja. Ganz kurz zu dem Geräusch, da möchte ich da nochmal eine Sache ergänzen. Wir haben hier
eine elektronische Kupplung. Das heißt, wenn die Kupplung zum Beispiel meinetwegen auf 1 steht, ja, das Drehmoment auf 1 steht und der schaltet ab, dann ist es nicht so, dass er dann dieses unschöne einerseits Geräusch Ratschen, macht und dann ja. dieses Ratschen macht und dann eigentlich ja auch noch wirklich Kraft ausgeübt wird. Wenn auch nicht viel, aber es wird ein bisschen Kraft theoretisch ausgeübt. Hier ist es elektronisch, das heißt, du drehst, also er schraubt runter und wenn er aufhört, macht er nur das Geräusch und dann bleibt er sofort stehen. Finde ich sehr viel angenehmer in der Arbeit, weil es ist einfach, es ist sehr, wie kann man das beschreiben? Es fühlt sich richtiger an. Ist es auch, weil bei der normalen Ratschenkupplung, wo du von 1 bis 25 einstellen kannst, habe ich ja mechanisch, das heißt, mit der Zeit habe ich einen Verschleiß. Ja. So, habe ich hier nicht, weil es elektronisch ist. Das heißt, wir haben hier eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit. Es ist zwar kein Abschaltschrauber, aber es kommt sehr nah an den Abschaltschrauber ran, weil die Wiederholgenauigkeit permanent gleich bleibt. Ja, also habt das im Kopf, das ist eine echt coole Funktion. Das war's. Genau, und kein Ratter, Ratter, Ratter. Genau. So, ich will jetzt mal ausprobieren, wie gut funktioniert Impuls wirklich. Also die Hilfe der Funktion ist wirklich erstaunlich. Klar, wenn ich jetzt ein bisschen mehr Übung hätte, wenn ich es ein bisschen besser ansetzen würde, würde ich es auch ohne Funktion hinbekommen, aber mit ist es wirklich viel leichter. Man hat eben die volle Kraft meiner Fähigkeiten gesehen, nämlich man sieht ganz klar, ich bin kein Metaller, ich bin ein Holzmann, aber was man schon gesehen hat, ist erstens die Impulsfunktion, funktioniert richtig gut, also wirklich erstaunlich. Ich habe ein bisschen auf dem Rohr noch ein bisschen hin und her getestet. Natürlich bekommt man es auch ohne Impulsfunktion hin, wenn man so ein bisschen, aber es gibt einem deutlich mehr Sicherheit. Definitiv, ja. Das finde ich, und man kann nicht überdrehen, machen, tun, muss auch, eigentlich kann man einfach sagen, okay, unbedarft, zack, jetzt rein. Finde ich eine coole Sache. Aber es ist schön, jetzt auch wirklich mal die Impulsfunktion ausprobiert zu haben und sie echt mal verstanden zu haben. Da habe ich mich gefreut. Gewinde war ich dasselbe. Was ich schön finde, ist wirklich, dass du nicht umschalten musst, sondern du kannst halt rein, der Druck geht weg und wieder raus. Das ist wunderbar. Und daher konnte man entsprechend das Ganze reinschrauben. Tolle Sache. Aber was ich mich frage ist, ich könnte doch, also wenn ich jetzt mal ganz platt jetzt hingehe und sage, jetzt habe ich hier diese eine Funktion, aber da kann ich auch den nehmen. Ja, warum nehme ich nicht einfach den auch zum Gewinde schneiden? Also theoretisch, Was ist jetzt der Vorteil? Theoretisch, praktisch würde es gehen. Du nimmst dein Bohrer, deinen Gewindebohrer und machst das Loch oder das Gewinde schneiden oder nachschneiden und einfach mit Rechts-Links-Lauf. Ja. Machen auch viele so. Das Problem ist aber, und zwar wir haben einen großen Kunden im Baumaschinensektor, der hat eine Flotte von uns. Und der hat einen Schrauber relativ nach kurzer Zeit eingeschickt zur Reparatur. Und da habe ich mal gefragt, warum das so ist. Ja. Und der muss in einer Kabine, 32 Gewinde nachschneiden. Und der geht hin, klack, 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 klack. Das macht er mehrere hundert Mal am Tag. Und nach 3 Wochen ist die Maschine kaputt, beziehungsweise der Schalter. Also dieser der Umschalter. rechts, links. Weil diese Schalter haben einen gewissen Schaltzyklus, mehrere 10.000. Und wenn die erreicht sind, ist die Maschine kaputt. Da kann jetzt die grüne, die rote, die gelbe, die blaue, ist für alle gleich. So. Und dann haben wir gesagt, Wir reden jetzt nochmal ganz wichtig, wir reden von mehreren 10.000, nicht, dass ihr Angst habt, dass der Akkuschrauber kaputt geht, wenn ihr jetzt mal einmal nach rechts und links schaltet. Das sind mehrere 10.000 Schaltzyklen, aber wenn das Ding am Tag mehrere hundert Mal benutzt wird, dann ist er halt defekt. Und wir haben gesagt, nee, okay, da wirken wir entgegen mit der Maschine. Oder ein anderer großer Baumaschinenhersteller, der große Drehgrenze hat, das sind große Gewinde. Und wenn die gelagert werden, setzen die Flugrost an. Und die nehmen eine Bürste, setzen sie hier ein und dann geht er hin und reinigt das Loch, dann fährt er wieder raus und geht hin. Und hier macht er es im Prinzip genau gleich, setzt die Bürste ein, geht aber hin und macht zack, 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 zack. Also Das ist ein Geschwindigkeitsthema. Es ist definitiv ein Geschwindigkeitsthema, beziehungsweise auch ein Servicethema, Kostenfaktor. Und das, was du eingangs gesagt hast,
normaler Akkuschrauber, jetzt kann ich Gewinde schneiden. Es kommen aber jetzt so viele aus der Anwendung, spezielle Sachen hinzu, wo wir selber auch gar nicht wussten, für was die Maschine eingesetzt worden oder einsetzen werden. Man kann sie einsetzen, ja. Und das macht diese Maschine so umfänglich einsetzbar. Es ist halt doch kein normaler Akkuschrauber, sondern plus X, plus X, plus X. Das heißt also, ich kann hier den normalen nehmen, um halt mal ein Gewinde zu schneiden. Das Ja, funktioniert auch. definitiv, ja. Auch ein paar Mal öfter als als nur ein paar Mal. Aber wenn man sehr häufig diese Anwendung hat, wenn man das putzt oder wenn man die Gewinde schneidet, dann ist das natürlich ein totaler Vorteil. Definitiv. Und ich habe im Prinzip keine Sondermaschine, sondern durch das Klicksystem setze ich mein normales Bohrfutter oder den Bitadapter auf, schalte die Funktion um und habe dann im Prinzip den gleichen Schrauber wie hier. Ob dann wieder die normalen Akkuschrauber ganz normal benutzen. Genau, das ist der große Vorteil und das gibt es im Prinzip nur so von uns, dass ich sagen kann, ich habe den normalen Akkuschrauber und mache durch einmal, zweimal, dreimal, viermal, kommen die ganzen X-Faktoren dazu. Übrigens, dieses Klicken, ich möchte euch noch mal mitgeben, vielleicht hört ihr das. Fein. Das ist sexy, ja, muss man sagen. Das klickt richtig schön. Weil manchmal sind es auch die Kleinigkeiten, oder? Ja. So, jetzt haben wir das hier alles uns angeschaut, aber jetzt haben wir hier noch ganz viel. Wofür ist das denn jetzt da? Wir fangen an mit dem klassischen Winkelgetriebe. Das heißt, Also klassisch würde ich das nicht nennen. Also wenn hier irgendwas klassisch ist, ist nicht das, weil Winkelgetriebe sieht in der Regel nicht so aus. Das ist also, warte mal, erstmal vom Gewicht her. Hui, 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 hui. Das ist, also man merkt, das ist nicht einfach nur so ein Stück Kunststoff, also ein bisschen Getriebe. Das will was können. okay, ich korrigiere mich, für uns ist es das klassische Winkelgetriebe. Ich sage jetzt mal nichts. So, Okay. das heißt, auch hier das Bohrfutter runternehmen. Antriebseinheit ist genau gleich, das heißt über die Spindel. Ich setze es hier auf, es ist stufenlos. Ja. Ich spanne es dann hier fest, es Ja. sitzt dann. Ich habe jetzt die gleiche Schnittstelle wie am Schrauber, kann den Bit direkt einsetzen, Ja. kann jetzt hier alles, was wir gesehen haben, einsetzen oder dann auch hier das Bohrfutter. Und so habe ich im Prinzip eine Winkelbohrmaschine, die ich dann hier einsetzen kann oder auch dann als Winkelschrauber. Ja. Ja, Das ist- verstehe. Aber es ist schon amtlich Gewicht, also nicht Gewicht, sondern Kräfte, die ich damit übertragen kann. Ich habe nicht annähernd 100%, wir liegen circa bei 80% Kraftübertragung. Das heißt also, ich kriege wirklich hier auch was geschraubt oder beziehungsweise gebohrt. Also wenn du das abgerissen bekommst, dann schick uns mal eine Mail, was du gemacht hast. Ja, das ist im Prinzip das kleinste Zubehörteil, was außerhalb der Serie dazukommt. Okay, das Kleinste. Na gut, dann lass uns mal weiter gucken. Was ist hier? Was haben wir hier? Dann haben wir hier den klassischen Metabo Exzenterantrieb. Du machst weiter damit, ja? Ja. Du ziehst das jetzt durch. Ja, ich ziehe das durch. Okay. Auch natürlich hier nicht aus Kunststoff, sondern komplett aus Aluminium gefertigt. Exzenterantrieb, das heißt, wenn du jetzt quasi hier eine Verbindung hast die Schraube hier, hast du im Prinzip nicht dass du die Schraube schräg reindrehen musst, Ja. sondern kannst quasi hier über Exzenter gerade die Schraube Für euch so hier. reindrehen. Oben komme ich hier ganz, ganz eng ans Material ran und kann dann hier schrauben. Setze es im Prinzip genau gleich auf wie das Winkelgetriebe, mache hier den Hebel auf, setze es rein, kann mit oder ohne Zusatzhandgriff arbeiten. Und das wäre quasi die Nummer 2. Dann haben wir jetzt wird es noch spezieller oder noch größer. Was haben wir hier? Da haben wir unseren sogenannten X3-Vorsatz. Und du weißt ja, alles, was mit X zu tun hat bei uns, heißt höher, weiter, größer. Das heißt, das 3 hier wird das Drehmoment von dem Akkuschrauber verdreifacht. Das heißt, wir haben hier im weichen Schraubfall ca. 180 Newtonmeter Drehmoment oder im harten Schraubfall dann an die 360, 370 Newtonmeter Drehmoment. Und das Ganze ohne Schlagfunktion. Das heißt, überlegt euch mal, über 350, 360 Newtonmeter mit einem Akkuschrauber. Ja, und nur durch diesen Vorsatz. Das werden wir gleich mal ausprobieren, wenn wir hier durch sind, aber das ist schon richtig amtlich. Echt krass. Deswegen haben wir auch die große Schraube hier, das möchte ich unbedingt mal ausprobieren, weil da quälen sich viele Geräte ja schon und dann ist es schon so ein, ja, mal gucken, wie leicht er sich tut. Bin ich gespannt. Und auch hier einfach nur ansetzen und ansetzen, einfach hier aufmachen. Ich habe hier die Rasterpunkte. Das haben wir vielleicht vorher vergessen zu erwähnen. Stimmt. Die ganzen LDX-Schrauber haben solche Nasen, solche Nocken. Das heißt, auch der Zusatzhandgriff, der hier verbaut ist, wird nicht nur über die Kraft gespannt, sondern auch über diese Nasen hier. Das heißt, ich habe hier einen Formschluss. Das heißt, der Griff, egal wie ich ihn hier anziehe, kann hier nicht verrutschen. Das heißt, ich habe immer die Maschine immer sicher in der Hand. Achtet da übrigens drauf, wenn ihr nicht diesen Akkuschrauber kauft, sondern irgendeinen anderen Hersteller oder irgendwas anderes,
wenn es so eine Nase oder so eine Einrassung, so einen Formschluss nicht hat, lasst es sein. Weil ich habe das schon so häufig gesehen, dass es dann, du kannst das versuchen, so fest zu drehen, wie du willst, und irgendwann rutscht es dann doch durch und dann hast du eigentlich gar keine Sicherheit mehr. Ja, also das muss unbedingt dabei sein. Und der Vorteil durch die Rasterung, wir haben hier mehrere Rasterpunkte, ich habe jetzt nicht nur diese, sage ich mal, 90-Grad-Stellung, sondern ich kann wirklich so, wie es mir angenehm ist oder wie es der Bauraum zulässt, genau. kann ich es hier verstellen. Das heißt, ich habe hier immer noch meine sichere Zweihandbedienung, ja, ohne dass das geht im Prinzip eigentlich nur bei uns. Die anderen Hersteller, die Marktbegleiter haben so eine Klammer, wo auch gekrallt wird. Ja. Aber diese Verstellmöglichkeiten. Ist auf jeden Fall nicht so modular, wie es bei euch Genau. ist. Ja. Und das ist im Prinzip genau gleich aufgebaut bei den anderen Vorsätzen. Ja. Okay, hier 360 Newtonmeter plus. Super. Was haben wir aber jetzt noch hier? Weil ist 1000 Newtonmeter oder was geht jetzt los? Das ist das Gleiche als X3, bloß dass wir hier kein Halbzoll Vierkant haben, sondern ein Halbzoll Gewinde, wo ich ein Bohrfutter drauf machen kann. Okay. Und, das Wofür benutze ich das hier eigentlich? Also wo würde ich das nehmen? Also der Ursprungsgedanke bei dem X3 war, dass ich große Schrauben im sogenannten Holzingenieurbau reinschrauben muss, wo ich sagen kann, wo der normale Akkuschrauber nicht mehr weiterkommt, wo ich dann früher diese große Spatenmaschinen gebraucht habe. So. Dann haben wir gesagt, nee, wir machen das und wir schrauben dann diese Schrauben rein. Und der Durchbruch oder überhaupt, dass wir das mit dem Bohrfutter machen, kommt auch vom Endkunden raus. Und zwar auch im Baumaschinensektor. Die ganzen Tieflader, wenn die vom Lackieren, vom Pulvern kommen, sind das Gewinde M16 und größer. Die müssen dann gereinigt werden. Wenn ich einen normalen Akkuschrauber nehme, M16, ist das dann schon teilweise grenzwertig. Auch für unsere, muss man ehrlich sagen. Und der ist auf die Idee gekommen, er hat sich den X3 genommen, hat sich hier eine Nuss draufgesetzt, hat sich den großen Gewindebohrer quasi reingepunktet. Ah ja. So, und er hat dann mehrere gekauft. Dann habe ich auch mal gefragt, was machst du mit dem? Sagt er, komm mit. Und daraufhin ist es entstanden und durch das Bohrfutter bin ich halt noch weiter flexibel, was das Einsatzwerk ist, große Bohrer. Oder zum Beispiel, wenn ich ganz große Dosensenker habe, solche Bohrkronen, 150, 200, kriege ich mit dem Akkuschrauber nicht hin. Klar, da habe ich recht. Also so richtig große. So. Ja. In der Variante. Sehr flexibel, kannst du alles einsetzen. Genau. Ja, verstehe. Ich hätte jetzt auch gedacht, wer braucht das schon, aber da würde mir jetzt schon was einfallen, ja, absolut. Absolut, interessant. Genau. Okay, aber die Kraftübertragung ist hier dasselbe. Ja? Zu 100% das Gleiche, ja. Aber eine Sache ist mir aufgefallen, und zwar hier vorne, also da kann ich mein Bithalter passt hier nicht drauf. Nein. Ja? Dafür habt ihr das mit im Lieferumfang. Korrekt. Ja? Das heißt, im Lieferumfang ist genau, gucken, ob ich das hier rauskriege. Och, das ist ja clever gemacht hier. Kriege ich das, Sebastian, auf? Live. Hier. Ich bin jetzt nicht so der Aufmacher. Der Aufreißer. Bin eher der Aufreißer, genau. Nein. Also wir haben jetzt hier einen ordentlichen, was ist das? 30er, ja? 50. TX30? TX50. TX50, ja. Ja, 30 wäre ein bisschen klein. TX50. Wir werden jetzt mal Folgendes machen. Wir nehmen den und die große Schraube und mal schauen, wie gut das funktioniert. Du hast gerade gesehen, wie gut das funktioniert hat, und es war für mich auch eine Premiere, muss ich sagen, weil mit so einem Drehmomentvorsatz so eine große Schraube habe ich, glaube ich, noch nie reingebracht. Zwei Dinge sind mir aufgefallen, ja, sogar mehr. Nummer eins, der lange Griff hat sich wirklich bezahlt gemacht, weil da war schon richtig Kraft dahinter. Der Vorteil ist aber auch, die Maschine dreht jetzt ja auch ein bisschen langsamer. Ja? Und es war ein konstanter Vortrieb, die ganze Zeit konstant nach vorne, nach vorne, nach vorne. Was mir aufgefallen ist, wie
entspannt das eigentlich war. Das muss man auch wirklich sagen. Es war super entspannt. So entspannt habe ich niemals eine 1 Meter lange Schraube reingedreht, weil in der Regel musst du einen sehr hohen Druck aufbauen, musst im Hebel, der meistens eher so hier ist, dann festhalten, dann bist du schon man merkt schon, was man gemacht hat. Das war hier ein bisschen anders und man konnte es eigentlich verhalten. Das war eher so ein ich gehe mit. Ja, sieht man sogar, glaube ich, in Bildern, dass man eher so ein bisschen so mitgeht und dann ist die Schraube auch schon drin. Und man hat gesehen, natürlich muss ich auch wieder übertreiben und die Schraube noch ein bisschen weiter reintreiben. Das ist ja auch nochmal viel mehr Anstrengung, dass der Kopf wirklich auch noch mit reingezogen wird. Aber das hat die überhaupt nicht gejuckt, sondern man hat sogar gehört, dass die Drehzahl sich auch nicht geändert hat. Die Maschine hat sich nicht gequält, kein gar nichts. Der große Vorteil übrigens für euch nochmal, von diesem Vorsatz ist nicht nur, dass es überhaupt funktioniert, sondern ihr quält die Maschine nicht. Also der Motor, die ganze Elektronik, die Kabel, alles wird nicht auf, und vor allem auch der Akku, wird nicht auf Volllast gesetzt. Wenn wir andere Geräte haben, wenn wir so einen Drehmomentvorsatz nicht nutzen, und zwar die Meterschraube reinbekommen, ist so, dass wir wirklich das Maximum, was irgendwie geht, auch aus dem Akku rausziehen. Und das mag der irgendwie auch nicht. Ja. Ja? Das machst du auch nicht 100 Mal hintereinander. Dann wird das Gerät wahrscheinlich auf jeden Fall die Abschaltung gehen. Der Vorteil hier ist, man quält das Gesamtsystem nicht. Und ich könnte wahrscheinlich Schraube nach Schraube nach Schraube reinschrauben. Ich weiß nicht, hast du schon mal ausprobiert? Ja, haben wir natürlich gemacht. Du hast auch gehört, die Drehzahl ist von der ersten Drehung bis zur letzten auch beim Komplettrennen identisch. Genau. Das heißt, die Maschine quält sich nicht. Ja. Und die anderen kriegen es zwar rein, aber werden immer mal heiß, schalten dann ab. Und mit dem System kannst du quasi in Serie schrauben, ohne dass du der einzige Knackpunkt ist halt, dass der Akku immer mal leer ist. Logisch, ja, das ist klar. Eine Sache, die wir vorhin noch gar nicht erwähnt haben, ist, ich habe hier eine Verlängerung noch eingesetzt. Ja. Hier dieses Teil hier dazwischen ist eine Verlängerung, ich glaube bis hier, oder? Genau. Ja, ist eine Verlängerung, um eben noch besser die Kraft zu handeln. Aber ich glaube, ich hätte es auch ohne hinbekommen, da wäre es ein bisschen anstrengender gewesen. Ja, aber so war es wirklich super, super entspannt. Ist die Verlängerung mit dem Lieferumfang mit dabei? Ja. Apropos Lieferumfang, hat damit gar nichts zu tun. Unten in der Videobeschreibung findet ihr wie immer die ganzen Zubehöre. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, haben wir gerade das hier auch momentan zu einem sehr attraktiven Preis mit dabei. Aber schaut ihr ruhig unten mal rein. Auch allgemein die Geräte, die Hauptgeräte hier, die wir haben, sind natürlich auch unten verlinkt, wie auch entsprechende Sätze und so weiter und so fort. Ja? Alles unten drin. Du hast jetzt gesehen, dass der Schrauber von ganz klein durch die elektronische feine Abschaltung, von ganz kleinen Schrauben bis hin zu einer Meterschraube. Da muss ich ansetzen. Von der ganz kleinen Schraube, das ist, glaube ich, vielen nicht bewusst. Wenn du relativ kleine Schrauben hast, dann ist selbst bei vielen anderen Akkuschraubern die Drehmomentstufe 1 zu kräftig, um so eine Schraube nicht komplett durchs Holz durchzuziehen. Und das ist ein großer Vorteil auch dieser Kupplung. Ja, das ist immer wichtig zu erwähnen. Auch die kleinen Schrauben kann er flächenbündig versenken, ohne dass du jedes Mal so Angst haben musst, dass sie dann irgendwann weg ist. Ja. Ja? Okay. Und dann bis hin zu der Meterschraube, die du gerade reingedreht hast, über die Spezialanwendung, was das Gewindeschneiden angeht. Egal Metall oder Holz, du kannst mit dieser Maschine, wie gesagt, diese eierlegende Wollmilchsau, im Prinzip alles machen. Ja. Was man noch erwähnen muss, den gibt es ja auch als Quick-Bruder, wo ich das Bohrfutter rund machen kann mit dem Werkzeug. Da passt natürlich, die ganzen Vorsätze passen da auch hier drauf. Ja. Die Besonderheit liegt quasi in diesem schönen Klicken hier an der Maschine. Genau. Das heißt also für euch nochmal wichtig, wenn ihr sagt, Gewindeschneiden ist gar nicht so ein häufiges Thema und ihr wollt eher den normalen nehmen, den hier gibt es auch als Quick, ergo vorne absetzen, das Ding hier davor vorschalten, dann kannst du auch riesige Dinge machen. Eine Sache, du hast mir im Vorgespräch erwähnt, dass viele das auch zweckentfremden für Dinge, weil man damit halt Sachen machen kann, die man sonst nicht machen kann, wie große Drehkränze drehen oder, um einfach mal, ja, vielleicht auch eine Maschine zu sparen oder ich kann es halt dann doch mal machen, ja, damit. Das ist schon wild, was hiermit alles möglich ist. Ihr seht also, jetzt würde ich eigentlich fast sagen, so ein Akkuschrauber, sondern der Akkuschrauber hat extrem viele Möglichkeiten, extrem viele Optionen. Was eben noch geht, kann in Serie Dinge tun, die sonst kein anderer Akkuschrauber kann. Und das Ganze auch super kompakt, das muss man nochmal dazu sagen. Das ist wirklich ein wirklich kleines, kompaktes Gerät im Verhältnis zu manch anderem Mitbewerber. Das ist schon echt eine tolle Sache. Ihr schreibt mir in die Kommentare, was ihr noch für Fragen habt. Was würdet ihr denn damit machen? Oder sollen wir noch andere Tests machen? Ich kann nur noch sagen, ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.